So, guten Morgen. Wir sind gerade in Bobetz und heute geht's los auf unsere Bikepacking-Tour. Und zwar fahren wir den Slowenien Westloop, allerdings die Advanced Version, weil die Karin wollten unbedingt schwimmen gehen im Meer. Jetzt haben wir gesagt, jetzt nehmen wir noch Trieste und Isola dazu. Wir wünschen euch wieder viel Spaß. Karin ist schon beim Basteln. Genau. So, das Radl ist mal ready to go. Wir sind schon ein bisschen nervös wegen heute. Das Wetter ist so hin und her. Ja, momentan die Motivation ist noch nicht da. Ich bin voll müde. Es ist 8 Uhr in der Früh. Also insgesamt die Tour heute hat 88 Kilometer und ca. 2400 Höhenmeter. Also ein guter Start in die ganze Tour. Wir sind schon gespannt, ob alles fahrbar ist. Genau, jetzt befinden wir uns eben in dem Anstieg. 1011 Höhenmeter sind es noch. Inzwischen haben wir auch herausgefunden, wie die Straße heißt, beziehungsweise der Pass. Das ist der Stol Mountain Pass, den wir da überqueren. Und auf der anderen Seite kann man dann auf Umwegen bis nach Kobarid. Jetzt befinden wir uns endlich am Schotterteil. Von da weg haben wir jetzt noch 650 Höhenmeter bis rauf zum Pass. Wird spannend, es fängt gerade ein bisschen regnen an. So, willkommen im slowenischen Urwald. Kurz vor dem Pass. Natürlich regnet es jetzt wieder ordentlich. Alter. Ja, das ist jetzt echt grausig. Es regnet, es ist kalt. Geht der Wind. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen was zum Schieben. Die ersten paar 100 Meter waren jetzt nicht fahrbar. Das Wetter ist echt grauenhaft. Also es war eigentlich gar nicht so schlecht angekündigt für heute, aber Wahnsinn gerade. Okay, trotz echt beschissenem Wetter, die Aussicht ist geil. Ich glaube, die Hälfte der Abfahrt haben wir jetzt endlich hinter uns. Es ist so anspruchsvoll. Also der Weg ist krass. Viele Steine, richtig loser, tiefer Schotter. Ja, dazu kommt natürlich das traumhafte Wetter. Aber ja, wir wollten es so. Hi Coesis. So, jetzt gab es die Planänderung. Wir fahren direkt nach Kobarid. Genau, wir kürzen das jetzt ab. Und zwar ordentlich. Es sind 40 Kilometer und 1400 Höhenmeter weniger. Aber es geht einfach nicht. Also das Wetter ist so bescheiden. Und wir freuen uns jetzt schon auf Kobarid, auf eine warme Dusche. Und dann werden wir uns was kochen. Kobarid. Achso, wir haben noch Platz. So, da, wir haben es geschafft.
Wir sind angekommen und haben Chaos veranstaltet. Jetzt zieht es gerade ein bisschen auf, soll aber später noch mal regnen. Ja, jetzt gibt es Pizza. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Tag 2 gestartet. Genau. Wir sind jetzt kurz nach Kobarid. Waren jetzt noch kurz bei der Napoleonbrücke. Die haben wir uns natürlich noch anschauen. Genau. Über die Socha. Ja, das Wetter ist schon wieder mal durchwachsen. Der Himmel ist grau. Es tröpfelt auch ein bisschen. Wir hoffen, es bleibt so. Ja, jetzt geht's mal rauf. Genau, in Gorica kommen wir dann wieder runter. Das ist eben bei Kilometer 64. Ja, kurz in Italien, Ja. auf ein Espresso. Wir wünschen euch wieder viel Spaß. Bis später. Bis später. Die heutigen Tourdaten bin ich ja noch schuldig. Heute sollten es 103 Kilometer werden mit ca. 2300 Höhenmeter. Wir befinden uns in der ersten Steigung. 935 Meter rauf. Das ist einfach die längste für heute. Der Rest ist dann eher hügelig. Hoffe ich zumindest. Wir werden sehen. Wir sind jetzt gerade mal 45 Minuten unterwegs. Haben einige Höhenmeter schon uns gebracht und machen die erste Pause, aber nicht, weil wir nicht mehr können, sondern es regnet schon wieder. Es ist echt, ja, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann. Es kostet ganz schön viel Motivation. Mittlerweile probieren wir es mit dem, dass wir sagen, es sind Sonnentropfen. Es greift ganz kurz, aber ja. Matthias hat mich nämlich gestern im Geschäft gefragt, warum ich 3 solche Sackerl mitnehme. Jetzt kann ich ihm zeigen, warum. Sehr elegante Lösung. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert. Oh ja, fresh. Ja? Fresh. Sehr Ja, gut. genau, wirklich. Neue modische Accessoire Ja, gibt es jetzt. funktioniert auch. Hoffen wir. So, es ist wieder mal Zeit, sich anzuziehen. Na, wir sind jetzt hier oben angekommen. Es waren jetzt gut 1000 Höhenmeter. Und jetzt geht es einfach einmal bergab. Wir haben knackige 8 Grad. Thank you for sunshine, thank you for rain. So, eingepackt. Achso, warte, jetzt kommt die nächste. Okay. Karin ist ready, glaube ich. Hi. So, soweit ich das jetzt rausgefunden habe, sind wir da jetzt kurz unterm Gipfel, der Corrada heißt. Genau, auf den Gipfel fahren wir jetzt nicht mehr rauf, sondern wir fahren den gleichen Weg wieder runter. Und dann geht es runter nach Gorica. runter geht's. Welcome to Gorica. Wir sind jetzt da auf der italienischen Seite und da gibt es jetzt einen Café und es fängt wieder an zu regnen.
So, leider sind wir jetzt ein bisschen zu spät dran. Wir haben zu viel Hunger gehabt. Genau, wir sind da jetzt in Gorica. Kleine italienische Stadt, die irgendwie schön und hässlich ist. Ja, Kuchen hat jetzt echt gut getan. Und wieder zurück in Slowenien. So, da endlich wieder auf Schotter. Hier ist auf alle Fälle sehr schön. Ich glaube, alles Fahrverbot für Fahrräder. Aber naja, bisher hat noch keiner was gesagt. Zumindest nicht so, dass wir es verstanden hätten. So, jetzt haben wir noch 20 Kilometer. Aber es geht so unglaublich langsam voran. Wir haben halt nicht einmal einen 14er Schnitt. Das sind einfach teilweise recht anspruchsvolle Offroad-Passagen. Und dann das ganze Zeit umziehen, ausziehen, anziehen. So, ich hoffe, man hört den Wind jetzt nicht zu sehr. Jetzt haben wir gerade 2 Flussdurchquerungen hinter uns. Also die Schuhe sind klatschnass. Hier geht der Wind. So, endlich geschafft. Wir sind in einer echt genialen Unterkunft. Richtig schön. Schaut zwar gerade ein bisschen chaotisch aus, aber wir sind jetzt einfach nur noch rein. Da sind jetzt Sturmböen und ja, wir sind einfach froh, dass wir überhaupt noch hergekommen sind. Jetzt waren wir duschen. Jetzt kochen wir gerade. Ja, wir freuen uns schon. Der Tag war die Hölle. War echt schlimm. Für morgen ist momentan kein Regen meldet. Wir hoffen, es stimmt. Ja, genau. Also ich hoffe, die Bilder werden morgen etwas schöner. Und ja, ab morgen werden die Bilder wirklich wunderschön. Sonnenschein, Meer und Berge. Hier seht ihr noch den Rest unserer heutigen Tour. Ich hoffe, das Video hat euch trotz der schlechten Stimmung gut gefallen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und wenn ihr den Kanal abonniert. So, guten Morgen. Heute ist Tag 3. Wir fahren jetzt heute nach Isola, also ans Meer. Die heutige Tour ist jetzt nicht ganz so lang, die hat 98 Kilometer und 1400 Höhenmeter in dem Bereich. Wir wünschen euch wieder viel Spaß. So, die Fahrräder sind voll aufbaktelt. Guter Start. Sonnenschein. Falschen Gang drin. Na, aber es war so steil. So, nachdem es jetzt immer so kalt war und so viel geregnet hat, warte ich nur noch drauf, bis das erste Mal kommt, dass es uns so heiß ist. Aber ich glaube, so richtig drüber beschweren will man uns nicht. Wir fahren da gerade zu irgendeinem Aussichtspunkt drauf, der sich hoffentlich lohnt. Oh, ist sausteil. So, geschafft. Schauen wir uns das mal an. Hierbei handelt es sich um die Kirche St. Michaela aus dem 15. Jahrhundert, von der wir einen wunderbaren Blick in das Vipavadal haben.
Gestern hat man uns ja die Ausblicke verwehrt. Heute schaut schon besser aus. So, inzwischen befinden wir uns im zweiten längeren Anstieg des Tages. Wieder so um die 380, 390 Höhenmeter. Der Rest der Strecke ist, glaube ich, eher recht hügelig. Da kann man dann noch so, ich glaube, 800 Höhenmeter von uns zu insgesamt. Jetzt haben wir schon mal 18 Kilometer hinter uns und 80 sind es noch. So, und wie ist heute? Ah, die Stimmung ist super. Warum, fragst du? Ja, weiß ich nicht. Jetzt machen wir uns gerade auf die Suche nach einem Café, was in der Gegend nicht so einfach sein wird. So, 1000 Höhenmeter haben wir jetzt schon mal hinter uns. Heute sind es echt nur noch 440, herrlich. Im Vergleich zu den letzten 2 Tagen. Wenn man dann unbedingt die Straßen umfahren will, kann es manchmal auch etwas spannend werden. Ein bisschen abenteuerlich. So, jetzt gibt es nochmal eine kurze Kaffeepause. 20 Kilometer vor Triest. In Triest gibt es dann nochmal einen. So, das ist jetzt gerade ein recht abenteuerlicher Abschnitt. Ganz kurz haben wir die Autobahn gestreift, aber das ist echt Teil eines Radweges. So, nächste Herausforderung. Das ist jetzt gerade ein Radweg nach Triest. Also man merkt schon, Triest ist jetzt nicht unbedingt die fahrradfreundlichste Stadt. Diese Aussage sollte sich noch allzu sehr bewahrheiten. Radweg in Triest. Wunderschön. Ja. Karin wird schon wahnsinnig, weil sie das Meer sieht. Hallo. Wow, wir sind am Meer. So, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Da ist die Hölle los. Ja, zum Glück wohnen wir nicht in Triest, sondern wir wohnen in Isola. Die ist um vieles kleiner, vieles ruhiger.
Wunderschönes Triest. Die Wegfindung in Triest gestaltet sich sehr abenteuerlich. Jetzt haben wir gerade wieder einen super Abschnitt gefunden, also mal wirklich ein Radweg. Alles andere war, naja, verdient den Namen nicht. Da wird es noch mehr. Oder stinkt, wie auch immer. Wow, das ist schön. Wie dann? Auf? Geht's weiter? Geht's weiter? Zum nächsten Café. Karin am Instagrammen. Und das da ist nicht unsere erste Torte, die wir bestellt haben, sondern es ist schon der zweite Gang. Nach Horrorstrecke fahren wir jetzt hoffentlich auf eine sehr, sehr schöne Strecke. Ja, die Parenzana ist eine alte Bahnstrecke, die eigentlich bis nach Parac weitergehen würde. Ich zeig's mal da. Genau, da sieht man's. Ja. Aber das werden wir jetzt nicht machen, sondern wir freuen uns, wenn wir ankommen in Isola. Oh, ganz gefährlich. Karin fährt voran. Das heißt meistens, sie hat Hunger. Willkommen in Isola. So, die Fahrräder sind geparkt. Wir sind in Isola angekommen. Wir sind gerade von der Maria empfangen worden. Natascha. Ah, der Natascha, ah ja. Wir sind gerade. Die Maria war hier unten. Ja, wir sind gerade von der Natascha empfangen worden. So freundlich, echt Hammer. Ja. Mit Bier. Mit Bier, genau. Wir sind mit Bier bekommen. Slowenisches Bier, Laschko. Lecker. Ja, ich glaube, nachher gibt es noch mal einen kurzen Review und Erkenntnisse des heutigen Tages. Genau, weil jetzt müssen wir duschen gehen und dann schnell einkaufen. Genau, dann, ist immer das Gleiche am Abend. Genau. Passt, bis später. Guten Morgen. So, die Räder sind gepackt. 7 Uhr in der Früh. Heute geht es ein bisschen früher los. Wir haben 102 Kilometer vor uns und ich glaube auch wieder so um die 2200 Höhenmeter. Und heute geht es nach Postojna oder sowas. Also wir wünschen euch wieder viel Spaß. Karin ist noch nicht ganz fertig. Na, aber ich bin da. Ja. Start it up. So, die ersten 200 Höhenmeter haben wir schon. Irgendwie beginnt jede Etappe mal mit 400 bis 1000 Höhenmeter. Ja, so wird man in der Früh halt warm. So, jetzt haben wir die ersten 17 Kilometer schon mal am Dachau und auch schon über 500 Höhenmeter. Und wir sind also richtig im Hinterland. Also ist richtig schön da, aber nichts los. Also die Straßen gehören einem da als Fahrradfahrer. Slowenien ist toll. Habe ich das schon gesagt? Wahrscheinlich. Der nächste wunderschöne Ort. Diesmal allerdings in Italien. So, wir haben gerade festgestellt, wir befinden uns am Alpe Adria Trail. Das haben wir auch nicht gewusst.
Das Abenteuer Triest-Umfahren geht weiter. This is lit. Kleiner abenteuerlicher Wanderweg. Wir fahren jetzt, glaube ich, da noch auf dem Weg 200 Meter weiter. Dann kommt ein kleiner Ort und dann startet ein Eurovelo. Auf den sind wir schon gespannt. Der soll nämlich auch recht schön sein und schön verlaufen. So, geschafft. Wir sind am Eurovelo 9. Der Weg fühlt sich jetzt wieder an wie Urlaub. Jetzt der Katzenstopp. Karin hat die Beute. Cola. Und Duplo. Mit Nuss. Yay! Oh ja. Yeah. So, gut, dass wir eine kurze Pause gemacht haben, weil es geht gerade wieder recht anspruchsvoll weiter. Oh, es ist wunderschön da. Ach ja, wir sind auch so begeistert von der Tour. Sie ist zwar echt nicht leicht, abschnittsweise, aber es lohnt sich allemal. Jetzt haben wir die Räder endlich mal wieder ein bisschen reinigen können. War Tankstelle stehen geblieben, einen Hochdruckreiniger draufgeschossen. Ausschauen tut es ja, als ob wir auf irgendeiner Bergstraße wären. Aber wir sind eigentlich erst auf 630 Höhenmeter oben. Jetzt haben wir noch 13 Kilometer. Ich bin schon ein bisschen am Ende meiner Kräfte. Aber uns langsam echt an Hunger. Herrliche Straßen ohne Autos. So, wir sind in Postojna angekommen. Yay! Wir haben es geschafft. Oh ja, jetzt sind wir da, jetzt haben wir Essen, jetzt sind wir glücklich. Das ist die Wohnung. Und die Karin ist schon beim Schnuppern. In der Küche. Ah, Wahnsinn da. Ja, jetzt gehen wir einkaufen. So, noch die letzten Vorbereitungen. Und jetzt geht's in Tag 5. Und zwar fahren wir heute durch einen hoffentlich schönen Nationalpark, mitten durch den Wald durch, und dann geht es nach Ljubljana. Wir haben, glaube ich, so 90 Kilometer und 1100 Höhenmeter. Ja. Ja, also ein bisschen entspannterer Tag, hoffen wir es zumindest. Schauen wir mal. Genau, und dann freuen wir uns schon auf Ljubljana, da gibt es dann Strücklis. So, das erste Mal verfahren heute. Wir müssen noch mal kurz zurück auf die Bundesstraße, sonst können wir dann nirgends durch. Heute stehen ja noch Strückli auf dem Programm. Ein slowenisches Nationalgericht und die Lieblingsnachspeise von der Karin. Lecker essen in Slowenien. Es gibt Trüffel, es gibt die italienischen Einflüsse mit Pizza, Pasta und Kaffee. Ein Träumchen. So, die Wäsche ist ja heute Nacht nicht trocken geworden. Jetzt hat die Karin einfach die Wäscheleine drüber. Jetzt weiß ich, für was die Dinger endlich sind. Ja. Zum Wäsche Ja, trocknen. entweder Stinkerwäsche oder trockene Wäsche.
So, und wir befinden uns wieder am Schotter. Und wir kommen, wie man am Video teilweise sieht, auf den Bergen schon wieder etwas näher. Genau, dafür befinden wir uns jetzt im Nationalpark. So, ich glaube, wir haben die richtige Seite gewählt. Nett. Das da haben wir da jetzt vor uns. Da gehen jetzt angeblich auch ein paar schöne Radwege durch. Da fahren wir jetzt zuerst Richtung Süden, dann da durch und dann geht es Richtung Ljubljana. Aha, und da sieht man, zu gewissen Zeiten ist es wirklich ein, nennen wir es mal See. Und jetzt, momentan, ist nicht viel Wasser drin. Irgendwo. Super, jetzt hat mir irgendwer da drauf gehackt. Oh Gott, ich glaube, das ist auch nur Wasser. Na toll. So, wir sind schon wieder am Wandern. Jetzt geht es rauf auf dem Aussichtsturm. Ah, Die waren auch auf dem Stall. die uns erschreckt haben. Hallo. Also. So, geht's wieder runter. So, jetzt machen wir uns wieder mal auf die Suche nach Kaffee und vielleicht Brötchen oder Gebäck. Mal schauen, was wir finden. So, jetzt sind wir wieder gesteigt und jetzt geht's weiter. Und zwar in die längste Steigung des Tages, rauf auf ca. 950 Höhenmeter. So, 100 Höhenmeter vor unserem höchsten Punkt des Tages gibt es noch eine kleine Apfelpause. Jetzt haben wir endlich den höchsten Punkt erreicht für heute. Jetzt sind wir auf 950 Meter um und jetzt geht es mal, glaube ich, 700 Höhenmeter runter nach Ljubljana. Hello! Geile Auffahrt, oder? Voll. Wahnsinn. Jetzt haben wir noch 20 Kilometer bis Ljubljana. Oh, wir freuen uns schon sehr aufs Essen. Da fühlt man sich ja fast wie beim Dirty Cancer. Nur geradeaus. So, jetzt sind wir so richtig angekommen. Schön, schön, schön. Schön, 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 das ist Slowenien. Wir sind in Ljubljana angekommen. Jetzt in unserer Wohnung. Aber das ist recht nett. Da, mini Küche. Oh, was Süßes. Auf alle Fälle hoffe ich, dass es euch heute wieder gefallen hat. Heute Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Ja, war ein bisschen angenehmer heute. Nur 90 Kilometer und 1080 Höhenmeter. Ist mal überschaubar. Dafür wird es morgen und übermorgen wieder brutal. Wirklich brutal. Naja, bis dahin. Tschüss. Guten Morgen. Morgen. Auf So. geht's. Tag 6. Genau.
Heute geht's nach wohin? Ja, wir starten jetzt, es ist glaube ich 6:45. Genau. Nächster Stopp ist dann das Kofia Loka oder so. Ja. Ja. So ist dazwischen. Die Tour hat heute, ich glaube, nicht ganz 100 Kilometer und 2200 Höhenmeter. Die wird recht anstrengend werden. Ich wünsche euch wieder viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Es kommt davon, wenn man dazwischen mal einen Teil vom Bikepacking.com übernimmt. Etwas anspruchsvoll. Start it up. So, wir verlassen ganz unscheinbar Ljubljana. Und wir sind schon wieder am Schotter unterwegs. Herrlich. Den ersten Anstieg fast geschafft, nur noch 40 Höhenmeter. Der geht rein. Da sind wir schon mal auf über 660 Höhenmeter oben. Genau, aber es geht noch ein bisschen weiter rauf heute. This is lit. So, kurze romantische Pause neben der Bundesstraße und Bundesstraße. Eine Lagebesprechung. Ah ja, genau, wir haben gerade eine Lagebesprechung Wichtige gemacht. Lagebesprechung, wie es jetzt weitergeht. Also wo geht's in den Café? Weil jetzt kommt nämlich, jetzt sind wir nämlich bei Kofia Loka und nachher geht's wirklich hart drauf. Also da freuen wir uns nicht drauf, aber eben, deshalb haben wir uns überlegt, vorher vielleicht noch irgendwo ein Café und was Kleines essen. Schauen wir mal, was wir finden. Außer Chips. So, ich glaube, wir haben unsere perfekte Jause erwischt. Ganz was Leichtes für in der Früh. Pizza! Die 9 in der Früh super und danach gibt es ein Schokocroissant. Ja, geht schon besser mit dem guten Essen, gell? Ja. Und die Nachspeise, Schokocroissant. This is lit. So, eigentlich wird unsere Tour jetzt da links runtergehen. Da ist allerdings Fahrverbot. Und ich vermute mal eben wegen den Unwettern. Jetzt müssen wir doch rechts fahren. Wir probieren es über Planica. Schauen wir mal, ob wir drüber kommen. So, jetzt haben wir nicht das Problem. Wir haben 3 Wege zur Auswahl und keine Ahnung, wie die sind. Wir probieren mal die goldene Mitte. So, jetzt wird noch ein bisschen geschoben. Wer sein Rad liebt, der schiebt. Geschafft. Wanderweg ist vorbei. Jetzt geht's da noch rauf und dann düsen wir da wieder runter. So, da müssen wir jetzt aufpassen, dass uns Radl vorne nicht aufhebt. Da kann man gleich raus aus dem Wald.
haben wir dann wieder mal einen schönen Aussichtspunkt, hoffe ich. Jetzt sind wir schon mal auf 830 Meter oben. Aber wir bewegen uns jetzt eigentlich die meiste Zeit am Berg um. Eine Wiese. Herrlich. Ja, Karin ist auch schon da. Die Maschine. Schau, Karin. Karin. Ah ja, da hat schon wer für uns vorgeschrieben. Super Ausblicke da. Sonnenblumen. Wunderschön. Karin. Wunderschön. So, wir haben gerade festgestellt, wir sind auf über 1000 Höhenmeter jetzt oben, 1013 und haben insgesamt schon über 2000 Höhenmeter gemacht. So, jetzt sieht man dann wieder schön auf die Berge. Ich hoffe, man sieht es im Video auch halbwegs. So, da hat man jetzt endlich eine Sicht auf den Triglav, auf dem höchsten Berg Sloweniens. Da steht da, heißt, man müsste da gute Sicht haben. Da werden wir zumindest auch mal entlohnt für die ersten 2 Tage. Ah, nach 12,7 Kilometer. Jetzt sind die Kilometer runtergerauscht. Herrlich. Ich hab gefasst, der Brezenbaut von runter. Wieso? Schlagloch Oh übersehen. mein Gott. So, wir sind vorhin angekommen. Wir fahren natürlich jetzt nicht auf dem direkten Weg zu unserer Unterkunft, sondern schauen uns noch einen Teil vom neuen Radlweg an. So, wir sind angekommen in der Unterkunft. Die ist ein bisschen klein. Auf den Bildern hat es ein bisschen größer ausgeschaut, aber wir haben sogar Badewanne. Also wenn man 1 Meter groß ist, dann geht es nicht so aus. Aber ja, ich glaube, wird trotzdem ganz fein, wir werden gut schlafen da. Ja, wir haben es echt hinter uns gebracht. Jetzt sind wir schon gespannt auf morgen. Für den ersten Hunger und Toast. Schönen Abend noch. So, wir sind gestartet. Die heutige Tour hat jetzt schlussendlich ca. 114 Kilometer und 2700 Höhenmeter. Also die Königsetappe. Wir sind mäßig motiviert. Ist einfach echt schon der 7. Tag jetzt.
Also die heutige Route führt uns hier rauf jetzt zu einem Langlaufgebiet oberhalb von Bohin. Und dann fahren wir wieder runter Richtung Kranjska Gora. Und dann geht's rauf Resnitschpass. Auf den sind wir auch schon sehr gespannt. Und wenn wir den hinter uns haben, geht es an der Sotscha entlang bis nach Bovec, unserem heutigen Ziel. Unser erster Anstieg beginnt. 940 Höhenmeter. So, jetzt betreten wir, oder befahren wir offiziell den Triglav Nationalpark. Jetzt befinden wir uns nach ein paar Minuten schon am Schotter. Laut der Routenplanung von Komoot soll der Schotter jetzt 35 Kilometer weitergehen. Jetzt fahren wir noch 2 Kilometer und dann machen wir dann nochmal eine Pause. Gibt es Banane und vielleicht ein Brötchen. Da brennt die Sonne gerade ein bisschen runter. Aber ich muss sagen, wir sind gerade richtig froh drüber. So, jetzt gab es eine kurze Pause. Jetzt sind wir wieder ein bisschen gestärkt. Das brauchen wir auch bis zur nächsten Abfahrt. So, jetzt kommt gleich eine lange Abfahrt runter Richtung Kranjska Gora. Deshalb wird mal die Regenjacke angezogen. Ja, wir haben noch gut 1400 Höhenmeter. Also es steht uns doch noch einiges bevor. So, wir sind endlich unten. Gut durchgeschüttelt, nicht gerührt. ,12 Kilometer bis Kranjska Gora. So, Karin gibt wieder mal das Tempo vor und ich genieße den Windschatten. So, wir sind jetzt in Kranjska Gora angekommen. Der Matthias ist heute mal einkaufen gegangen. Mal schauen, mit was er dann rauskommt. Wir haben jetzt 1550 Höhenmetern. Das heißt, 1100 stehen uns noch bevor. Ja, es wird spannend. Wir haben uns entschieden, die ersten Kilometer des Anstieges Offroad hinter uns zu bringen und weiter oben auf die Straße zurückzukehren. Diese Entscheidung haben wir keinen Augenblick bereut, wie ihr sehen werdet. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Sonne, aber ich glaube, die geht da gleich unter. Ich hoffe, ihr seht es da im Hintergrund. So geil.
Karin hat sich entschlossen, durchs Wasser zu gehen. Wir dachten, nö, nicht schon wieder. Das haben wir schon am zweiten Tag gehabt. So, Karin zieht die Socken wieder an, hat schön nasse Füße. So, jetzt geht es wieder auf die Straße zurück. Also, die Straße ist natürlich auch wunderschön, aber es wäre schade gewesen, wenn wir das jetzt auslassen hätten. Das war ein Traum. Ja, jetzt müssen wir die Kehren rauf. Und wir hatten an diesem Tag wirklich Glück, weil wir kaum Verkehr hatten. So, noch 100 Höhenmeter. Easy. Mit der Aussicht. Das ist ja schon die Kehre 23. Jetzt haben wir es dann gleich mal. Ich glaube, da vorne habe ich die letzte Kehre heute. Zumindest fürs Rauffahren. Nummer 24. Ich glaube, jetzt geht es nur noch rauf. Auf den Pass. Ich muss mich da noch entschuldigen. Ich sagte die ganze Zeit Frisnitsch-Pass. Frisitsch. Was da? Geil. Geschafft. Genau, den vermeintlich letzten Anstieg geschafft. Und jetzt folgt die wunderschöne Abfahrt bis ins Sotschertal. So, wir sind jetzt in Trenta. Das ist ein wunderschöner Ort im Sotschertal. Vor der Brücke Nummer 1 von 24. Start it up. Das Sotschertal ist einfach nur beeindruckend. Märchenhaus. Die ist so schön, die Sotscher. Ich meine, das Coole ist ja, wenn man das Fahren ein bisschen anders timet wie wir, dann kann man nämlich auch überall stehen bleiben und reinspringen. Auch einmal baden gehen und sich erfrischen. Da kann man Borwärts schon erahnen. So, wir sind wieder in Borwärts. 700 Kilometer fast schon hinter uns und wir haben es geschafft. Morgen geht es noch auf den Mangart. So, zum Abschluss. Jetzt geht es gleich zum letzten Einkauf. Karin sichert noch die Räder. Passt, oder? Super! So, das war jetzt noch ein Mini-Einkauf. Ja, für 50 Euro. So, wir haben es geschafft. Ja. Wir sind wieder zurück bei der Unterkunft. Und jetzt wird gekocht. Guten Morgen. Wir machen die Räder gerade ready Morgen. für den Mangartpass. Diesmal um ein paar Kilo leichter, ohne die ganzen Bikepacking-Taschen. Weil es sind jetzt doch, glaube ich, fast 1800 Höhenmeter, was wir vor uns haben. Das wird toll. Wir wünschen euch wieder viel Spaß. Go, Karin. Ja. Da hinten rein, der Gebirgszug, da geht's rauf. Das müsste eben der Mangart sein.
Der ist 2780 Meter hoch. Und der Pass, auf dem wir rauffahren, ist, glaube ich, 2055. Da ist gerade eiskalt, grauenhaft, aber schön. Also, dann hast du nicht gesehen, weil du so klein bist. Genau, aber jetzt fahren wir da rauf. 22% mögen wir schon weniger. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich heute nicht ganz so gut gelaunt bin. Es ist einfach, ich bin fertig. Also der Körper ist K.O. Nach dem heutigen Tag haben wir, glaube ich, 14.000 Höhenmeter intus. Über 700 Kilometer. Jetzt befinden wir uns auf dem mautpflichtigen Abschnitt für motorisierte Geräte. 10 € für Fahrräder frei. Jetzt sind es noch 550 Höhenmeter und 6,8 Kilometer. Und ganz rauf können wir leider nicht, ist gesperrt wegen Steinschlag. Von da unten sind wir rauf. Vielleicht sieht man das im Video. Das ist ein Schafsalm. 380 Höhenmeter haben wir noch. 4,6 Kilometer. Das ist knackig. Da oben ist er dann schon. Ja, jetzt sieht man schon rauf. Aber ein bisschen was haben wir noch. So, geschafft. Wir sind oben angekommen. Noch 6 Höhenmeter. War richtig hart heute. Aber die Aussicht ist es halt auch wert, gell? So, lass mal aus. Genau, die Kahn wackelt sich gerade ein fürs Runterfahren. Das ist Windstopper, der ist echt. Wie heißt der? Wie nennst du ihn? Brustpanzer, na wie? Ja. Der Brustpanzer, genau. Der ist super für die Abfahrten. Wenn man doch ein bisschen verschwitzt ist, ja, und der haltet schön warm. Ja, jetzt düsen wir wieder runter, 1700 Höhenmeter. Ich bin schon gespannt. Du merkst, ich habe es heute nicht so mit der Höhe. Ja, das ist wild. Und die Straße ist teilweise ein bisschen schmal und es geht dann ein bisschen runter, gerade das auf der rechten Seite. Ja, ich bin froh, wenn wir dann wieder im Wald sind und so, da geht es jetzt wieder runter. So, wir sind wieder beim Auto angekommen. haben es geschafft.
safe. Ja. Nichts passiert. Na, die Abfahrt war jetzt eigentlich ganz cool. Voll. Ja. Also lohnt sich, wenn man mal in der Gegend ist, unbedingt rauffahren. Es ist steil, es ist eng, es ist schon eine Challenge. Natürlich, wir sind einfach jetzt viel gefahren. Ja. Spielt mit rein, glaube ich. Auch der Tag, ja. Aber es wäre halt schon spannend, auch noch einmal die verbotene Straße. Meine Bucketliste. Also, ja, also wir laden jetzt mal die Fahrräder auf, richten uns zusammen und nachher geht's nach Salzburg. Genau, Bucketliste. Also Italien, Frankreich, Slowenien. Nämlich den Frisnitsch und Bredel Mangat. Sehr Wunderbar. gut. Gut, dann vielleicht bis später. Das noch. Und leichter. Okay. Mal schauen. Wo wir das jetzt hin